Was hat Sie daran gereizt? Die Provokation, die damit einhergeht, oder ein teilweise linkes Publikum zu schocken? Naja, ich bin gecastet worden und meine Aufgabe war die, gegen ein AfD-Verbot zu argumentieren. Das ist mir nicht schwer gefallen, denn ich bin gegen so ein Verbot. Aber das war natürlich einerseits ein Teil dieses Spiels, dieser Inszenierung. Und auf der anderen Seite, das ist ja das Reizvolle an diesem Theaterstück, also Milorov hat schon ein paar dieser Art gemacht, also eine Mischung von Theater und Realität, in dem man einerseits eine Rolle spielt und auf der anderen Seite natürlich das sagt, was man tatsächlich sagen möchte dazu. Dass das provozierend gewirkt hat, ist einerseits absehbar gewesen bei diesem Publikum. Auf der anderen Seite wundere ich mich aber ein bisschen darüber, dass das jemanden provoziert. Denn warum wundert Sie das? Weil Meinungsverschiedenheiten und politische Unterschiede in einer Demokratie völlig selbstverständlich sein sollten. Ich habe gesagt, dass zu jeder Demokratie seit Jahrhunderten der Gegensatz von rechts und links gehört. Es hat immer linke Parteien gegeben seit 1789 und es hat immer rechte Parteien gegeben. Wenn man sagt, es dürfe keine rechten Parteien mehr geben in unserem Spektrum, dann ist das eben keine Demokratie mehr. Ja? Wenn Helmut Schmidt sich über Migration geäußert hat, speziell aus dem arabischen Raum, dann hat das wirklich stark nach AfD geklungen, wenn man es mit heutigen Ohren hört. Wäre heute mutmaßlich ein Fall für den Verfassungsschutz, hat mal sehr deutlich gesagt, gerade die Einwanderung aus Nahost und Afrika führt halt zu starken Problemen im europäischen Raum. Ja, er hat gesagt, jetzt, man soll sich die arabischen Länder doch mal angucken, da seien doch überhaupt keine Demokratien darunter, es gibt also kein demokratisches Fundament und er sagt ja auch, das ist ja eine völlig andere Kultur, die sich schwer damit tut, sich hier irgendwie einzugliedern. Also ich spreche jetzt im Sound von Helmut Schmidt. Ja. Also das ist nicht so irre, wie man vielleicht glaubt. Also diese Helmut Schmidt-These. Ich hätte auch Helmut Kohl sagen können, natürlich. Aber Alice Weidel ist schon weit entfernt von Helmut Schmidt, oder? Ja, also optisch auf jeden Fall. Und ja, beide mochten ja ein Stecktuch. Ja, stimmt, ja. Ja, also mir fällt niemand bei der AfD ein, der so eine zweite Helmut Schmidt sein könnte. Sowas von diesem Kaliber haben die nicht. Aber ich habe ja über die Wähler gesprochen, ja, über die Sehnsucht, die sie haben. Also jemanden, der so für Recht und Ordnung steht. Das war ja bei Schmidt der Fall. Und jemand, dem man zutraut, dass er beherzt Probleme löst und dass er die Wirtschaft in Gang hält und so etwas. Ja, also das hat auch die SPD ja nicht mehr auf Lager. Können Parteien überhaupt noch so jemanden hervorbringen wie Helmut Kohl oder Helmut Schmidt, oder ist die Parteienlandschaft einfach zu fragmentiert, ist die Gesellschaft zu überhitzt für solche Charaktere? Weil wenn wir uns umsehen, dann, also ich sehe niemanden von dieser politischen Größe momentan. Ja, ich auch nicht. Vielleicht, weil Leute dieser Art nicht mehr ohne weiteres in die Politik gehen. Es ist ja ein bestimmter Typus, den man in den verschiedensten Parteien antrifft. Das sind Leute, die von der Uni kommen und dann gleich in so ein Abgeordnetenbüro gegangen sind und jemandem zugearbeitet haben und irgendwann haben sie dann Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Ja, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal, das kannte ich nicht. Ja, das trifft es aber ganz gut. Ja. Also für das politische System ist es auf jeden Fall gut, wenn in den Parlamenten und in den Kabinetten Leute sitzen, die mal wirklich berufstätig gewesen sind. Ja, gut, Anwalt ist vielleicht jetzt, also es sollte mindestens als Anwalt sollte man mal gearbeitet haben, aber es ist natürlich noch besser, wenn man mal als Unternehmer gearbeitet hat oder als Krankenschwester oder es gab ja auch mal Arbeiter in den Parlamenten, kaum zu glauben, Handwerker. Es gibt ja einen aktuellen Fall, auch wieder ein Rentner, also der deutsche Rentner gerät allmählich in den Fokus unter deutschen Sicherheitsbehörden. Der hat in Heilbronn, sollte Friedrich Merz auftreten und der hat irgendwo gepostet, Pinocchio kommt nach Heilbronn. Ja, Pinocchio ist ja eine Märchenfigur mit so einer sympathisch, lieb, nett, ja. Der hat so eine Holznase und immer wenn er lügt, wird die Nase länger, ja.
Ja, also der Rentner spielte darauf an, dass vielleicht Friedrich Merz die eine oder andere Sache versprochen hat, die er nicht einlöste. Ich glaube, das würde eine Recherche auch standhalten, dieser Vorwurf, dass er nicht alles eingelöst hat, was er versprochen hat. Eigentlich hat er gar nichts eingelöst, was er versprochen hat, glaube ich. Und jetzt hat die Kriminalpolizei dem geschrieben, diesem Rentner. Also ich meine, mit Pinocchio verglichen zu werden, ist doch, finde ich, nicht so schlimm. Die Kollegen von der Welt haben recherchiert, dass es Friedrich Merz eine unglaubliche Menge an Anzeigen rausgehauen hat gegen Leute. Er und sein Büro wird das wahrscheinlich oft gemacht so haben. eine Sammelanzeigen, die Politiker dann halt freigeben im Rutsch. Ja, sein Büro macht das höchstwahrscheinlich. Also, und das ist eine These aus der Welt, dass er wahrscheinlich der empfindlichste Politiker der deutschen Nachkriegsgeschichte sei, was das angeht. Es ist tatsächlich so, Olaf Scholz und Angela Merkel, frühere Kanzler, haben nicht so viele Anzeigen gestellt, beziehungsweise gar keine. Ja, das muss man Angela Merkel wirklich zugute halten. Sie ist in dieser Hinsicht absolut souverän gewesen. Viel souveräner als andere.